Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 6 2024. Das hier, das ist meine 9. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 6 1994. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Das Cover verrät es, wir sind in den 90ern. Es ist bunte Spielegrafik. Wenn man dieses Bild 2 Minuten lang ohne zu blinzeln anschaut, dann brennt es sich auf die Netzhaut ein. Aber es geht uns ja um den Inhalt. Was haben wir denn heute? Wir haben Pacific Strike als Spiel des Monats, den sozusagen Nachfolger von Strike Commander. Es geht um Computerkriminalität, es geht um die ECTS in London und es gibt einen großen Bericht über Fußballspiele am PC, denn die WM stand 1994 kurz vor der Tür. Dann auf der Coverdisk 1,44 MB Platz sind nicht viel, wir erinnern uns, aber es war immerhin die Demo von Die Siedler drauf. Damals ging es los mit Die Siedler und auch der Test ist hier drin. Also, wir schauen mal rein. Und wenn man einen Bericht über Fußballspiele am PC schreibt zu dieser Zeit, dann kommt man natürlich am Bundesliga-Manager Hattrick nicht vorbei. Damals in der Version 3 angekündigt und hier wurde zum einen gelobt, dass es grafisch ganz, ganz gewaltig nach oben geht, aber auch die Steuerung äh, immer noch sehr praktisch ist, es eine große Optionsvielfalt gibt, also alles, was man sich eben als großer Bundesliga-Manager-Liebhaber so vorstellte. Das war damals tatsächlich so das Nonplusultra in diesem Bereich, würde ich mal sagen. Aber es gab auch reichlich andere Hersteller, die auf den WM-Zug aufspringen wollten. Empire Soccer war angekündigt, wieder in der Top-Down-Perspektive. Auch World Cup USA 94 wollte etwas vom WM-Kuchen abhaben, auch das in Top-Down-Perspektive. Aber hier unten im Kasten steht es, es gab etliche Spiele, die demnächst auf den Markt kommen sollten. Allen voran Electronic Arts mit FIFA International Soccer. FIFA, sozusagen FIFA 94, oder? Ja, damit ging es dann los mit der FIFA-Reihe von Electronic Arts und wir wissen, bis heute haben sie es durchgehalten. Zwar nicht mehr unter diesem Namen, aber immerhin immer noch ein Standard, der jährlich aufgelegt wird. Hier ging es los. Aber es geht in dieser Ausgabe natürlich nicht nur um Fußball. Nein, wir haben einen Vorschaubericht auf die kommenden Spiele, die auf der ECTS in London vorgestellt wurden. 21st Century wollte mit Pinball Dreams 2 am Markt bestehen. Microprose hat in der letzten Ausgabe schon einen großen Artikel gehabt. Auch die hatten etliche Spiele in der Vorbereitung. Die wollten wieder an alte Erfolge anknüpfen, Colonization und so haben wir uns ja in der letzten Ausgabe angeschaut. Dann hier unten noch erwähnt Nova Logic, die mit Armored Fist an den Erfolg von Comanche anknüpfen wollten, Panzerfahren in Voxelgrafik und auch auf den nächsten Seiten geht es weiter mit interessanten Herstellern. Interplay hat einige tolle Spiele im Petto. Die wollen die Star Trek-Lizenz weiter ausbauen. Es wird ein Spiel für Starfleet Academy kommen. Und natürlich ist auch immer noch Stonekeep in der Entwicklung. Stonekeep, das wissen wir, das wird erst viel, viel später erscheinen. Irgendwann im Jahr 1995 erst wird Stonekeep erscheinen. Und auf der letzten Seite des Berichtes hier eine große Sonderbox über Virgin, die auch etliche Spiele in Entwicklung haben, unter anderem The 11th Hour. 11th Hour, wow, was für ein Wort. Der Nachfolger von The Seventh Guest, noch so ein tolles Wort. Sie wollten also wieder an die CD-ROM-Interaktivfilm-Sache anknüpfen und hier unten dann noch Ocean, The Software Toolworks und Sales Curve Interactive. Alles Namen auf der ECTS, die es damals noch am Spielemarkt gab und die es heute zum Großteil überhaupt nicht mehr gibt. Zwischendurch ist mir eine ganz witzige Werbung aufgefallen, nämlich die hier für die Helikoptermission Herausforderung Bundeswehr. Ein Helikopterspiel von der Bundeswehr, das weiß ich gar nicht mehr, dass es sowas gab. Also wer es mal wissen will, sucht einfach mal nach Helikoptermission Herausforderung Bundeswehr. Ihr seht Gameplay-Videos. Es war so ein Isometriespiel, wo man mit einem Heli rumflog und Missionen erledigen konnte. Das neue PC-Game ist nahe an der Realität. Nun ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Aber ja, sensationell. Und wenn wir gerade bei Werbung im Heft sind, sehen wir natürlich sofort auch hier die Werbung für 1942 The Pacific Air War von Microprose. Und das passt nämlich ganz gut, denn dieses Spiel war im letzten Heft und in diesem Heft ist
Pacific Strike von Origin Spiel des Monats. Pacific Strike sozusagen der, sagen wir mal, inoffizielle Nachfolger von Strike Commander. Es ging dieses Mal um das Jahr 1942, also den Zweiten Weltkrieg und die Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dementsprechend hat man diese Flugzeuge in Missionen geflogen. Die PC Games war nicht ganz zufrieden mit allen Details des Spieles. Die Präsentation war super, die Aufmachung ebenfalls, die Grafik, da war man nicht mehr ganz so glücklich. Also, wenn man sich's auch anschaut hier, diese Wassertextur möchte ich es dann doch nennen, und auch die Himmelstextur war wohl nicht ganz so der Brüller. Dafür punktete das Spiel wirklich mit guter Spielbarkeit, mit toller Action, und es wurde auch gelobt, dass die Flugzeuge sich natürlich ganz, ganz anders flogen als eine F-16. Das heißt, man hatte wirklich das Gefühl, in einer Propellermaschine der damaligen Zeit zu sitzen. Start und Landung vom Flugzeugträger aus, auch das erinnere ich mich, war eine ganz witzige Geschichte, und es war natürlich grafisch sehr gut, aber es war tatsächlich im Vergleich zu Strike Commander kaum ein Fortschritt. Und, das muss man auch sagen, erst so ab einem 486er mit 40 Megahertz wurde es so richtig nett, dass man sagen konnte, es hat sich gut und spielbar angefühlt. Und dann geht es weiter für die Fußballfans unter euch. Und ja, ich muss sagen, an mir sind diese Spiele tatsächlich voll vorbeigegangen. Aber ich war und bin auch nie ein wirklich großer Fußballfan gewesen. Aber ja, da ist es. Lothar Matthäus, die interaktive Fußballsimulation. Es war schon sehr taktisch. Man konnte viel machen. Man konnte spielen. Man konnte auch zurückspulen und dementsprechend anschauen, was hat man falsch gemacht. Es gab sehr viele Möglichkeiten, das Team vor dem Spiel einzustellen, und dann auch 2 Spielperspektiven. Es gab nämlich nicht nur die damals etablierte Top-Down-Perspektive, sondern es gab auch eine Seitenperspektive, die man wählen konnte. Taktiken einstellen und das Team zusammenstellen und all das war natürlich möglich. So unterm Strich war dann die zusammenfassende Meinung, dass es zwar ein richtig gutes Spiel ist, aber es dann doch eher für ein Spielchen zwischendurch geeignet ist, als für einen richtig, richtig tiefgreifenden Simulationsabend. Aber hey, warum nicht? Und ich hatte es in der letzten Ausgabe schon mal gesagt, die Werbung für Playtime TV. Hier ist sie nochmal eine weitere Werbung für Playtime TV mit Ankündigung, welche Spiele denn gespielt werden. Und ich konnte nicht anders, ich habe tatsächlich mal gegoogelt bzw. geYouTubed, ob man nicht von Playtime TV noch Aufnahmen findet. Und man findet tatsächlich Aufnahmen dieser Sendung. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, das war total klar, dass diese Sendung nichts werden kann, weil die hatte eigentlich mit dem Medium Gaming überhaupt nichts zu tun. Es war eigentlich eine Spielshow, bei der langweilige Konsolenspiele gezockt wurden und ein Moderator, der wirklich das Beste gegeben hat, um dieses Ganze irgendwie interessant wirken zu lassen. Und am Schluss haben die Leute dann ein Spiel geschenkt bekommen, und also, ja, das war einfach die absolute erhobene Langeweile. Und auf der Coverdisk ist sie drauf, die Demo von Die Siedler. Damals ging's los mit Die Siedler und man konnte es gleich als Demo selber ausprobieren, ob einem dieses Spiel Spaß macht. Zum Testbericht kommen wir gleich. Ich muss ja gestehen, ich habe Die Siedler zu dieser Zeit nie gespielt. Ich war überhaupt kein Stratege, ich war überhaupt kein Liebhaber von solchen Spielen. Aber natürlich ist die Siedler-Reihe eine der Reihen, die man einfach kennt, wenn man ein Kind der PC-Spiele 90er ist. Damit ging es los. Es war ein kleines, wuseliges Spiel, das viel, viel Spaß gemacht hat. Es war grafisch sehr gut. Es war einfach zugänglich, easy to learn, hard to master, und man konnte damit wirklich sehr, sehr viel Zeit verbringen. Hier eine schöne Übersicht über die Marktwirtschaft in Siedler. Also wie macht man es, was baut man, was kommt dann, wie folgt was auf was. Und ja, hier die Petra Mauerröder ist nicht ganz so überzeugt vom Spiel. Sie sagt zwar, es ist ein tolles Spiel, es macht auch sehr viel Spaß, aber nach einigen Tagen lässt dann doch die Motivation so ein bisschen nach. Deshalb hat sie ganz klar empfohlen, nehmt die Coverdisk der PC Games und legt sie ins Laufwerk und probiert es einfach aus, ob es für euch was ist oder nicht. Das war ihre ganz klare Empfehlung. Die Ausgabe enthält nicht so wahnsinnig viele gute Spieletests, aber das hier ist mir aufgefallen, und zwar nicht, weil ich es gespielt hätte auf dem PC. Nein, Cannon Fodder habe ich tatsächlich mit einem Kollegen immer auf dem Amiga gezockt. Das war so ein typisches Amiga-Spiel, was man einfach zusammen spielen konnte, entweder abwechselnd oder zusammen, und man hatte einfach Spaß damit. Das war einfach
witzig und es wird hier auch entsprechend natürlich gesagt, es ist witzig, es ist nicht der große Wurf, was Grafik und Sound und Sonstiges angeht, aber es ist einfach irgendwie ein witziges Spiel gewesen. Natürlich kommt da wieder die große Gewaltdiskussion. Was darf man zeigen und was darf man nicht zeigen? Wobei, ganz ehrlich, diese kleinen pixeligen Haufen über den Haufen zu ballern, das ist natürlich nach heutigem Maßstabe überhaupt nichts mehr, was man irgendwie auch nur im Entferntesten an brutales Gameplay, tja, einordnen würde. Aber ja, damals war es halt so, ne? Es waren kleine Haufen und die wurden über den Haufen geballert. Und das ging halt, besonders in Deutschland, so gar nicht gut. Und an diesem Spiel kam ich tatsächlich nicht vorbei. Ich habe das durchgeblättert, das alte Heft, und habe gedacht so: „Hä, da ist Populus noch mal drin?“ Nein, das ist Genesia. Das sieht zwar aus wie Populus, aber es ist kein Populus, sondern es ist eine ganz, ganz dreiste Kopie dieses Spiels und es ist eine vor allem nicht sonderlich gute, dreiste Kopie. Also, das gibt's ja heute auch noch, ne? Erfolgreiche Spiele und sofort ist auf Steam irgendein Nachahmer, der viel, viel billiger ist und der einfach nur das gleiche Prinzip in billig verkauft. Also, manche Dinge ändern sich tatsächlich, nie. Tja, Klassikeralarm. Myst auf CD-ROM. Das erste Myst-Spiel ist hier im Test in der Ausgabe 6 1994, also 30 Jahre alt ist Myst mittlerweile. Ja, es gab ja mittlerweile auch etliche Remakes und Nachfolger und Remakes der Nachfolger und, aber da ist wirklich das Original und ja, für damalige Verhältnisse waren die Grafiken sehr beeindruckend. Es war ein Spiel auf CD-ROM und es war einzigartig, es war neu, es war stimmungsvoll und es war ein großartiger Erfolg. Aber auch hier wird ganz klar gesagt, es ist noch immer so diese leichte CD-ROM-Krankheit. Die Spiele sehen zwar beeindruckend aus, aber spielerisch haben sie tatsächlich relativ wenig zu bieten. Und das ist auch bei Myst zu dieser Zeit nicht wirklich anders. Man klickt sich eben durch und man klickt sich durch die Rätsel und das sieht alles ganz toll aus. Und wer gern knobelt, dem macht es auch sehr viel Spaß. Aber so richtig Spielspaß steckt natürlich ja, nicht unbedingt dahinter. Es war weder schnell noch war es besonders interaktiv. Es war einfach in dieser Zeit so, die CD-ROM-Spiele kamen erst nach und nach auf und wurden dann auch erst nach und nach richtig gut. Ja, ist halt so. War eben so, ist lange vorbei. Manchmal zum Glück, manchmal aber auch schade. Und da kam ich auf jeden Fall auch nicht dran vorbei. Frontier Elite 2 auf CD-ROM und ich dachte so: „What? Frontier Frontier Elite 2 kommt auf einer Diskette.“ Das und ich weiß nicht ich weiß nicht warum. Sie haben dem Spiel tatsächlich nichts hinzugefügt. Das Einzige, was ist, man konnte es auf dieser CD-Version in 4 verschiedenen Sprachen spielen. Das heißt in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Wenn man es also auf Deutsch durchgespielt hat, dann hat man es auf Spanisch noch mal gespielt, um, in der Schule im Spanischunterricht besser zu sein. Das war vielleicht auch die Begründung für die Eltern: „Ey, Mama, Papa, kauft mir Frontier Elite 2 auf CD-ROM, weil da kann ich Spanisch lernen damit.“ Also, ich weiß nicht. Manche Dinge sind einfach kurios und sind auch mit der Zeit dann einfach gestorben und lang vergessen. Im Reportageteil geht es diesmal um die Szene der Hacker und Cracker und Raubkopierer zur damaligen Zeit. Und ich muss tatsächlich gestehen, ein sehr interessantes Interview, das ich mir erst jetzt wieder durchgelesen habe, das ist auch zu dieser Zeit so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jemals mit ähm, dieser Szene Berührung gehabt hätte zum damaligen Zeitpunkt. Bei uns war tatsächlich Spiele gegenseitig ausleihen unter Freunden natürlich. Man hatte manchmal auch einen großen Bruder oder man kannte einen Freund, der einen großen Bruder hat, der sich diese Spiele besorgt hatte. Und insofern war dann tatsächlich Ausleihen untereinander eher mal angesagt. Die Raubkopierer-Szene in dieser Tiefe, wie sie hier beschrieben wird von diesem Interviewpartner, ist mir tatsächlich nicht unter die Augen gekommen. Aber es ist schon sehr krass, worüber er hier schreibt, die vernetzte Raubkopierer-Szene, die sich dann über Mailboxen in der damaligen Zeit, austauscht und dort auch Sachen bereitstellt und verschiedene Rollen übernimmt, vom, Kopierer, zum Verteiler, zum Hacker und so weiter und so weiter. Und hier unten auch ein Glossar von Begriffen, die man damals eingesetzt hat. Und einige dieser Begriffe sind tatsächlich heute immer noch da. Der Lamer, den gab's dann später auch beim Zocken immer wieder.
Und immer wieder sind unter den Videos Kommentare gestanden, warum ich denn den Rainer Rosshirt und seine Leserbriefecke bisher noch gar nicht erwähnt habe. Ich gebe zu, natürlich ist Rainer Rosshirt auch für mich eine absolute Legende der PC-Games-Geschichte. Wer dieses Heft gelesen hat, der kannte ihn und hat mit Sicherheit auch seine Leserbriefe verfolgt. Für mich war es immer tatsächlich die erste Sektion, die ich gelesen habe, weil es war einfach einzigartig, wie er auf Leser reagiert hat. Und ja, es ist natürlich schwierig in so einem Format, das vorzubringen und auch rüberzubringen, denn ja, ich kann die Dinge ja nicht alle vorlesen. Aber es ist schon ganz witzig. Hier ist ein Leserbriefschreiber, der auch passenderweise über die Raubkopierszene schreibt und dann hier so ganz überheblich erzählt, dass er Raubkopierer ist und dass auch die Verfolger der Raubkopierer niemals so gut sein werden, dass sie die Raubkopierer knacken können. Weil ich mach dir mal ein Beispiel. Ich besitze 486er DX2, 16 MB RAM, ein internes 28-8er Modem, zwei 510 MB Harddisk, CD-ROM, ein D-Netz-Telefon und eine ISDN-Karte. Meine Festplatten sind kryptonisch gesichert. Was, kryptonisch? Und dadurch auf keinen Fall für die Polizei zugänglich. Ich habe Kontakte in Amerika, Kanada, Hongkong und Japan. Dadurch habe ich immer die neuesten Programme und so weiter. Und erzählt dann auch, wie er seine Hardware einkauft und bla bla bla. Und ja, es ist dann einfach schön, wie Rainer ganz trocken, also man hört wirklich seine trockene Art auch aus diesen Leserbriefen heraus, ihm, obgleich sich mir der leise Verdacht aufdrängt, ob du bei deinen sicherlich enormen Kosten für Hardware, Telefonrechnung und so weiter nicht auch die Originale hättest kaufen können von den Spielen, die du wirklich nutzt. Aber das fändest du bestimmt uncool, oder? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es dir wirklich nur um die Spiele geht. Kann ich deinen Zeilen ein ganz klein wenig Geltungssucht entnehmen? Ja, du bist ein toller Hecht. Geht es dir nun besser? Fein. Illegalität wird nicht cool, wenn man sie professionell betreibt. Aber ich will nicht predigen. Zudem langweilen mich diese endlosen Wiederholungen grenzenlos. Und so weiter und so weiter. Also es war schon echt immer witzig, wie Rainer es geschafft hat, auf jedes Thema einzugehen. Und ja, wenn ihr Lust habt, kann ich ihm natürlich immer wieder mal ein Eckchen meiner Videos widmen. Warum auch nicht? Wen es nicht interessiert, der kann ja einfach übers Inhaltsverzeichnis dann vorspulen. Eine sensationelle Sache in dieser Ausgabe ist auch hier diese Leserbefragung. Mittlerweile macht man solche Dinger ja online. Damals war es noch zum Ausfüllen. Das heißt, man konnte ausfüllen und ankreuzen. Und es sind schon ganz witzige Fragen hier, ne? Wie lange lesen Sie die PC Games? Ich sammle PC Games Ausgaben. Ja, nein. Ähm, Wo spielen Sie am häufigsten? Zu Hause, bei Freunden, Schule, Arbeit? In der Schule? Wo spielen Sie am häufigsten? Also, heutzutage mit Smartphones, ja, okay, kein Problem, aber damals mit dem PC, in der Schule? Aber es sind auf jeden Fall ganz witzige Sachen. Welche Computer, Hardware oder Videokonsolen besitzen Sie? 286er, 486er Pentium, Soundkarte, Atari ST, Apple, Macintosh, Mega Drive, Master System. Also, ey, das ist echt so krass hier. Diese Befragung an sich ist so ein bisschen ein Ausflug in die Vergangenheit und ja, viele von den angesprochenen Themen machen natürlich keinen Sinn mehr, weil es die Hefte schon gar nicht mehr gibt. Hier Playtime, Powerplay, ASM, PC Player, PC Joker, Chip, CT, die gibt's noch, PC Welt, Win. Also unfassbar. Alle nicht mehr da. Die PC Games ist Gott sei Dank noch da, sonst könnte ich euch diese Videos leider nicht machen. Wir schauen wie immer auf die Verkaufscharts. Was hat sich getan? SimCity 2000 ist immer noch auf Platz 1. SimCity 2000 war ein tolles Spiel. Anstoß ist auf Platz 2. TFX ist wieder da, ganz oben. Sam Max ist wieder da. Aufschwung Ost immer noch sehr weit oben. Der Flight Simulator hält sich. Christoph Columbus von Platz 17 auf Platz 7 vorgerutscht. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Was war das? Pinball Fantasies, Privateer, X-Wing, Day of the Tentacle, also da hat sich dann nicht so wahnsinnig viel getan. Mortal Kombat ist noch dabei, Syndicate ist noch dabei, Pirates Gold, Jurassic Park und Lands of Lore ist noch dabei. Bei den CD-ROMs sitzt immer noch Rebel Assault auf Platz 1. Rebel Assault, ja, der Verkaufsschlager auf der CD. Dann haben wir hier BattleEye 2 natürlich auf dem zweiten Platz. Day of the Tentacle, Strike Commander immer noch da. Lawnmower Man immer noch oben mit dabei. Comanche, Iron Helix, der Patrizier. Und The Seventh Guest ist auch immer noch in den Charts. Die Vergangenheit klopft an, wenn man sich das hier anschaut. Die PC Games Mailbox wird freigeschaltet. Eine Mailbox, das kennen wir ja alle. Ja, wir kennen das noch, heutzutage kennt das niemand mehr. Eine Mailbox, würde man so heute sagen, ist eine Art Anrufbeantworter. Damals war das eine
ein Kasten, ein Computer, den man anrufen konnte, um sich dann dort mit Informationen zu versorgen. Ich würde sagen, am ehesten kann man es, glaube ich, beschreiben mit Videotext. Also ja, ne, so sahen die Dinger auch etwa aus, aber man konnte sich mit einem anderen Computer verbinden. Das Kuriose war, und das muss man sich ja noch mal in Erinnerung rufen, das waren damals Telefonferngespräche. Das heißt, man hat da zu einem sehr teuren Tarif irgendeinen anderen Computer angerufen und hat dann mit unglaublich langsamen Übertragungsraten Informationen oder auch Inhalte heruntergeladen auf den eigenen PC. Und das war einfach vergleichsweise sehr teuer. Es war langsam, aber es war, ja, wir hatten ja nichts anderes. Wir schauen auf die Coming-Up-Section. Womit geht's weiter? Auf der Coverdisk wird Empire Soccer kommen als spielbare Demo-Version. Es wird einen Bericht geben von der Game Developers Conference, einen Test von Outpost und die Reportage The Crackers Sunset wird mit einem zweiten Teil fortgeführt. Da ist sie schon, die nächste Ausgabe. Damit geht's dann weiter und wir sehen es gleich hier. Wing Commander 3 kommt, ein Vorbericht. Oh, ich freue mich so auf Wing Commander 3. Luke Skywalker und Gimli Gloinzone spielen ein Science-Fiction-Abenteuer der Extraklasse. Oh, ich freue mich so auf Wing Commander 3 und ich glaube, da wäre tatsächlich mal ein Gameplay-Video wieder angebracht, weil das würde ich auf jeden Fall noch mal gerne spielen. Es gibt auch Berichte über FIFA Soccer, Empire Soccer wird kommen, Tubular Worlds auf der Coverdisk und Empire Soccer ebenso. Einen großen Tipps- und Tricks-Teil. Also, ich freue mich total auf dieses Heft und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und vielleicht sehen wir uns dann mit der nächsten Ausgabe wieder.